Hallo zusammen und willkommen zurück bei Show Your File. Heute spreche ich mit euch über einen echten Job. Ich wurde gefragt, Licht für eine Elektroparty in einem Autokino zu machen. Ich habe noch nie in einem Autokino gearbeitet und habe jetzt angefangen, mich ein bisschen auf den Job vorzubereiten und habe gedacht, ich nehme euch jetzt einfach noch ein bisschen mit und werde wahrscheinlich auch ein bisschen vor Ort filmen. Mal gucken, wie sich das jetzt alles hier so entwickelt. Ich habe schon ein bisschen was vorgearbeitet, weil das einfach sonst zu lange dauert, das in ein Video zu packen. Ich werde vor Ort einen Mix aus ein paar Spots haben. Außerdem Sparks 7. Ich habe auch eine Lampe hier zur Veranschauung. Ich habe noch nichts an Presets vorbereitet. Beziehungsweise nur, was in meinen Picture Types schon hinterlegt war. Habe außerdem einen Arsch voll Tourlets, die da hängen werden. Und noch ein paar P4 im Dach. Und Tourflashs. Man könnte sagen, dass das eine an den JDC-1 angelehnte Lampe ist, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Und ich habe leider keinen Picture-Type dafür finden können, aber habe mir deswegen jetzt schon eins geschrieben, was auch halbwegs funktioniert. Was so ein bisschen die Schwierigkeit war, ich musste jetzt umdenken, weil die Lampe nicht so wie jetzt hier vorbereitet vor Ort stehen wird, sondern hängen wird. Deswegen habe ich jetzt mein Tilt inverted, damit ich jetzt die Lampe sehen kann, wie sie nachher in Wirklichkeit mich auch anguckt, wenn ich sie ins Publikum richte. Und was jetzt die Schwierigkeit bei diesen Lampen ist, dass man wirklich viele Unterteilungen in der Lampe selber hat. So habe ich jetzt mir das so gebaut, das Picture Type, dass ich ein Main-Modul habe, mit dem ich den Tilt steuere. Und außerdem habe ich hier einen Dimmer natürlich und einen Master-Dimmer für die Unter-Sub-Pictures. Wobei ich da auch noch ein bisschen Probleme kriegen werde, weil der eine Dimmer auch als Master-Dimmer funktioniert für die Farben und der andere Dimmer irgendwie als Master-Dimmer für die Strobos. Das ist ein bisschen, da weiß ich noch nicht genau, wie ich da mit den Effekten umgehe und so, aber mal gucken. Irgendwie wird das schon funktionieren. Dann habe ich in dem Hauptpicture natürlich, ich kann die Lampe quasi jetzt auch einfach so als ganz normales Picture benutzen, habe da einen ganz normalen Farbkanal und auch einen Shutter-Kanal. Und ich muss jetzt gleich mir tatsächlich noch die Presets dafür bauen. Und genau, das ist quasi das Hauptpicture. Dann gibt es, ich mache hier jetzt einfach mal den Dimmer aus. Dann habe ich hier ein ultra helles Strobo. Also helligkeitsmäßig gefühlt in meinem Studio jetzt hier steht das dem JDC-1 nichts nach. Es ist wirklich unglaublich hell. Und das ist wirklich nur jetzt bei mir als Dimmer angelegt mit einem Strobo-Kanal. Da muss ich mir auch noch meine Presets gleich für bauen. Und dann gibt es, wie ihr hier in meinem Layout-View schon sehen könnt, noch eine Unterteilung in dem Picture. Man kann quasi auch noch auf die einzelnen Pixel zugreifen. Und jetzt seht ihr, wenn ich den Dimmer hochziehe, passiert erstmal gar nichts. Und das liegt daran, dass ich in dem Hauptpicture den Dimmer unten habe. Das heißt, ich muss mir da irgendeine Lösung überlegen, dass, wenn ich die Einzelpixel benutze, der Dimmer oben ist im Main-Modul, aber die Farben aus. Mal gucken. Ich muss da meine Effekte wahrscheinlich ein bisschen für umbauen. Aber
Das kriege ich hin, bestimmt, irgendwie. Ja, und jetzt könnt ihr auch sehen, Moment, dass wenn ich die jetzt hier mal durchsteppe. Da, so. Ja, ich habe mir quasi das Layout der Lampe nachgebaut. In meinem Layout-View kann jetzt quasi auch dann jede Pixel einzeln mir greifen, wenn das nötig ist. Hier genauso. Und tatsächlich kann man, wow, auch die Strobo-Pixel einzeln angreifen. Also wirklich ganz ähnlich wie beim JDC One. Und was die Lampe noch mitbringt, ist, sie ist IP67, glaube ich. Das heißt, auf jeden Fall eine gut taugliche Outdoor-Lampe. Und deswegen ist die jetzt da auch im Einsatz im Autokino. Kann es natürlich auch regnen. Und ja, ich baue jetzt einfach mal ein bisschen Presets und nehme euch einfach mit. Ich habe mir schon ein bisschen was zurechtgeklont, was Farben und sowas angeht. Was ich jetzt noch nicht habe, sind Positionen, beziehungsweise ich habe mir die durchs Cloning natürlich irgendwie schon nicht reingeholt. Finde ich bei der Lampe jetzt aber auch, so wie sie hängen wird, nicht so wichtig, weil ich kann im Grunde genommen nur blinden. Deswegen werde ich mir das jetzt sparen und vor Ort werde ich die einfach auf eine Blind-Position parken. Ich könnte natürlich auch jetzt einfach mir das als Default-Wert nehmen. Da muss ich mir die nicht parken oder so, sondern ich setze jetzt einfach so und store mir das in mein Default-Preset. Zack. Und jetzt könnt ihr direkt sehen, die Lampe guckt nach vorne. Ich gucke mir mal die Strobo-Werte an. Closed. Gucken, ob er sowas hat. Viele Lampen haben es auch einfach nicht. Nee. Selbst wenn man den Shutterwert ganz weit unten hat, verhält die sich wie ein ganz langsamer Strobe. Und ne, da das Picture-Type komplett jetzt von mir selber geschrieben ist, gibt es auch keine Presets, die in dem Picture-Type hinterlegt sind. Aber gut, dann ist das so. Dann bleibt er closed, wie er ist. Open, habe ich gerade schon gesehen, ist einfach alles auf 0. Update, Preset. Ein Strobo. Schauen wir noch mal, wie der so kommt. Ja, vielleicht sowas. Ich mache mal wieder ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, wie die Kamera da mitkommt. Ja, ich vermute, die ist bei der Bildrate nicht ganz am Start, aber egal. Ich würde jetzt so einfach mal ins Rennen gehen. Ich kann an der Duration noch ein bisschen drehen. Dann ist das ein bisschen punchiger, habe ich das Gefühl. Ja, machen wir so. Strobe. Ja, und beim Random Strobe kann man natürlich jetzt nur raten. Oder wir machen das einfach so. Ich nehme den Wert, drehe den mal ein bisschen runter. Drehe das auch mal ein bisschen runter, die Duration. Und jetzt mache ich es ganz häufig so, wenn es irgendwelche Lampen sind, die vielleicht gar keinen schönen Shutter haben, was häufig vorkommt. Ich mache eine Shuffle Selection. Dann klicke ich auf Align und schiebe den Wert einfach ein bisschen nach oben. Das ist jetzt geraten, das muss ich mir vor Ort dann nochmal angucken. Und das speichere ich mir jetzt per Merge in meinen Random Strobe. Okay, so dann schauen wir uns doch eben die Farben an. Rot funktioniert schon mal. Das Orange ist mir ein bisschen zu gelb. Okay, da hat scheinbar ein relativ starkes Grün. Machen wir jetzt mal so.
unglaublich hell gerade gefühlt. Wow, das ist einfach grün. Das ist kein Gelb. Machen wir mal sowas. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie man das jetzt nachher sehen wird im Video, da ich hier keine Vorschau habe gerade leider. Die Capture-Karten müsste ich mir mal bestellen. Das Grün ist von sich aus, naja, geht schon ist nicht sehr grün vom Grün. Ist ein sehr mildes Grün. Aber gut. Mein Aqua wird irgendwie sowas. So ein Aquamarin. Cyan. Schauen wir uns mal an. Das gefällt mir. Ja, sowas. Punchiger. Kann nicht sehen. So, blau ist blau. Das ist deutlich zu viel rot. Naja, das Blau ist leider kein sehr dunkles Blau. Deswegen ist ein UV jetzt hinzukriegen oder ein Mauve, wie ich den nenne. Schwierig. Mal gucken, wie es vor Ort wirkt. Ja, komm, gehen wir mit ins Rennen. Das Pink. Das muss so richtig satt pink sein. Ich habe immer gerne einen hohen Rotanteil im Pink. Sonst ist es kein Pink. Das Weiß, wie immer die Schwierigkeit. Ich muss die Position gerade mal ändern. War leichtsinnig. Ich gehe mal auf die weiße Wand. Da ist mir ein bisschen zu viel Blau drin. So würde ich jetzt mal ins Rennen gehen. So, und das waren auch schon die Farben. Ach, CTO habe ich noch vergessen. Da ziehen wir noch ein bisschen Blau raus, ein bisschen Grün, dass es schön warm wird. Ich brauche aber eigentlich vor Ort nochmal so eine Vergleichslampe. Ich nehme da eigentlich immer die Blind dafür, weil die in der Regel noch entweder CTO-LEDs oder wirklich Glühleuchtmittel haben. Dann habe ich immer eine Referenzfarbe und anhand der baue ich mir dann meine CTO. Okay, so, jetzt müsste ich das im Grunde genommen für meine Pixel nochmal bauen. Aber, weil ich ja die gleichen LEDs habe, mache ich mir jetzt nehme ich mir Trick 17. Und ich habe hier unten, das ist das Color Main Modul. Und ich mache hier, so, jetzt habt ihr auf der linken Seite könnt ihr jetzt mein Color Main Modul sehen. Meine Gruppenauswahl, das ist jetzt Color Main Modul. Und hier sind meine Color Pixel. Und jetzt mache ich Folgendes. Copy ist der Shortcut für Klon. Die Gruppe zu der Gruppe if Preset Type zweimal klicken. Bin ich richtig? Ja. Preset Type zweimal klicken, dann kommt man zu Attribut. Und jetzt könnte ich einfach 4 eintippen. Eigentlich. Und das ist nicht richtig. So, Copy. Ich mache es für die ganzen Presets jetzt einfach, indem ich es mache. Copy. Das dahin. If Preset 4.1105 through 4.1117. Merge. So, jetzt haben wir neu geklont. Kleiner Test. Dimmer ist an. Farbe Main Modul ist aus. So. Da, das Weiß ist immer ein guter Indikator. Wenn das Weiß halbwegs vernünftig aussieht, dann hat das Klonen auch geklappt. Das sieht gut aus. Okay. Alles klar. Ich habe das Gefühl, der erste Pixel weicht immer noch ab.
Vielleicht ist das auch ein Fehler im LED-Modul, das kann immer gut sein. Weil ihr könnt sehen, wenn ich gucke mal gerade in die kleine Kamera. Ja, ich glaube, man kann es nicht gut sehen, aber wenn man wirklich den Dimmer ganz weit runterzieht, sieht man doch diverse Farbunterschiede der Pixel. Aber für Bums reicht's. Okay. So, das heißt, das habe ich gemacht. Ja, bei den Pixeln, die habe ich in dieser Gruppe, die sind ohne Strobokanal angelegt. Das heißt, ich habe da eh nur eine Farbe, das ist weiß. Und deswegen passe ich jetzt auch keine Presets an. Okidoki. Ja, so viel zu dieser Lampe hier vor Ort. Ich werde jetzt noch ein bisschen die Spark 7 bearbeiten und noch ein bisschen meine Gruppen habe ich schon gebaut. Ich werde jetzt alles noch so ein bisschen auf den Stand bringen und fahre dann übermorgen zum Festival und mal gucken, wie das da funktioniert. Und ich mache hier erstmal weiter. Ahoi, ich bin bei der Venue angekommen und ja, das Wetter ist super und mein FOH-Platz sieht heute wie folgt aus. Zurzeit handelt es sich um eine Konsole im Schatten meines Autos. Ich werde wohl später noch einen kleinen Bus kriegen, wo ich mich reinsetzen kann. Und so sieht das heute aus. So, als erstes checke ich jetzt so ein bisschen, das ist übrigens mein FOH-Wagen, ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Da werde ich dann gleich drin sitzen. Und als erstes checke ich jetzt so ein bisschen die Lampen durch. Und ich weiß nicht, wie gut man mich jetzt hören kann. Ich hoffe, der Wind ist nicht zu laut. Und werde jetzt einfach hier mal so ein bisschen Lampen checken, Setup checken. Gucken, ob alles spielt, Presets anpassen und ja, das wird jetzt hier passieren und ich fange mal an. Ich hatte vor Ort ein Rock'n'Roll-Setup im Grunde genommen, das lediglich für die Party ein bisschen erweitert wurde. Also die Lampen, die in der Bühne selber hingen auch schon für eine vorangegangene Veranstaltung dort. Und wurden dann noch durch die Tour-LEDs und die Tour-Flashs, die ich am Anfang des Videos ja gezeigt habe, noch ein bisschen erweitert. Jetzt war es leider so, dass die Tour-LEDs sogar hinter meiner FOH-Position hingen. Ich musste mich an der Stelle also auf mein Layout-View verlassen. Die Tour-LEDs könnt ihr im Layout-View links auf der Seite im zweiten Layout-View von oben sehen. Und das war auch tatsächlich das Einzige, was ich von den Tour-LEDs sehen konnte. Oben links in dem Layout-View könnt ihr die Spots sehen. Links und rechts von der Bühne gab es 2 LED-Leinwände, die umrahmt waren von ein paar Spots und ein paar Spots standen auch noch auf dem Boden links und rechts neben der Bühne. Genau, von den Tour Flashs könnt ihr leider auch nur den Layout View sehen, weil hier links im Bild leider auch die Kamera den Blick auf die LED-Wand verdeckt. Ja, schade. Ich hätte euch da gerne mehr gezeigt. Ich bin leider offensichtlich kein guter Kameramann, was die Position angeht. Da ist genauso wie beim Ton wohl noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Nächstes Mal dann hoffentlich anders. An der Stelle könnt ihr jetzt ganz gut sehen, wie ich mit dem Layout Flash Picker arbeite. Also alles, was jetzt lila ist, unstrobt, drücke ich von Hand. Und jetzt in dem Fall eine Links-Rechts-Variante. Und kombiniere das hier jetzt mit einem Effekt. Ihr werdet auch sehen, dass ich hier 2 Effekt-Engines jetzt benutze. Ich habe diese größere unten ist meine neue
Effekt-Engine. Aber für Dimmer und Farbeffekte benutze ich immer noch die Effekt-Engine, die ich mal in einem anderen Video vorgestellt habe. Also wie ihr sehen könnt, arbeite ich sehr viel mit von Hand gedrückten Sequenzen. Ich mache zwar auch sehr viel mit Effekten, aber ich brauche einfach viel auf der Hand, damit ich gerade bei solcher Musik schnell auf die Songs reagieren kann. Und das hat sich für mich auf jeden Fall bewährt, dass ich immer, ich sag mal, 60% der Show drücke ich von Hand. 70%, eher 70%. I shouldn't have drunk all that aguardiente. Why is there a dwarf in my bed? Maruja is shouting downstairs at the sky. The cows have escaped. An der Stelle könnt ihr jetzt sehen, wie sich eine Off-Time auswirkt auf Beamlampen, die nur ein Farbrad haben. Das sieht dann immer ein bisschen Rainbow-mäßig aus, wenn man die Off-Time noch drin hat. Deswegen habe ich die dann auch ziemlich schnell ausgeschaltet. Und jetzt nur noch die Off-Time auf den RGB-Fixtures. Und dann funktioniert das auch, wie man sich das vorstellt. Ja, alles in allem kann ich sagen, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, endlich wieder eine Show drücken zu können. Ich bin ein bisschen eingerostet, gebe ich ehrlich zu. Es war, gerade was die Position anging, hat mir das nicht so gut gefallen. Aber mein Showfile funktioniert ganz gut soweit. Es sind immer noch ein paar Bugs drin, die einfach nicht ausbleiben, wenn man sehr viele Makros benutzt. Da muss ich nochmal beigehen. Aber das sind im Grunde wirklich Kleinigkeiten, die jetzt während des Showdrückens gar nicht so ins Gewicht gefallen sind. Eher so bei der Preset-Erstellung und bei dem Preset-Handling. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich lasse jetzt hier noch
den Clip ein bisschen zu Ende laufen und freue mich sehr über Feedback. Auch gerne Ideen, was Positionenleuchten angeht, wenn man keine Lampen sieht. Und ja, freue mich schon auf die hoffentlich bald nächste Show. Wir werden es sehen. Ich bin raus. Ciao, ciao.